Wenn ich eine Color Analysis zu Hause machen müsste, dann würde ich das hier tun. Vergesst den Venencheck, ChatGPT oder irgendwelche Filter. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr eure Color Season zu Hause selber herausfindet. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich mache Videos zum Thema Color Analysis, Color Theory in Make-up und Fashion. Und falls dich das interessiert, dann willkommen auf meinem Kanal. Ich habe eine virtuelle Color Analysis machen lassen und bin ein verifizierter True Winter. Ich habe das davor zu Hause probiert und bin gescheitert. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und deswegen möchte ich euch heute zeigen, worauf es wirklich ankommt, wenn ihr es zu Hause ausprobieren möchtet. Zuallererst macht euch frei von den ganzen Tipps und Tricks und Tabellen aus dem Internet, vor allem die auf Pinterest, weil es wird einfach irgendein Bild genommen von irgendeiner Frau oder einem Mann, die ungefähr zu dieser Color Season passt und man vergleicht sich automatisch damit. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil diese Bilder haben nichts damit zu tun, was du für eine Color Season bist, sondern das ist einfach nur ein Beispiel. Und Color Season ist so individuell. Vergiss auch Sätze wie, wenn du diese Haare hast, bist du XY, wenn du diese Augen hast, bist du dies und das. Das stimmt in den meisten Fällen nicht. Und es stimmte bei mir auch nicht. Das erkläre ich nachher in dem Video. Diese Tipps, die ich euch zeige, ersetzen niemals eine professionelle Konsultation mit einem Color-Analysten. Wenn dich das Thema wirklich interessiert und du zu 1000% sicher sein möchtest, dann würde ich das Geld investieren. Eine virtuelle Color Analysis kostet ungefähr zwischen 120 und 130 Euro. Ich habe das damals gespart und gesetzt, weil ich einfach das unbedingt wissen wollte. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen. Ich räume jetzt mal mit den Falschaussagen auf, was zumindest meinen Typen angeht, und zwar den True Winter. Und zwar habe ich zum Beispiel Sommersprossen, ich habe einen neutralen Hautton, ich habe grüne und blaue Venen, ich habe ein grünes Muster in meinen Augen und ich brauche anfangs etwas, um braun zu werden, aber wenn ich so eine gewisse Bräune erreicht habe, dann geht es eigentlich relativ schnell. All diese Dinge sprechen eigentlich gegen einen True Winter, deswegen fand ich es auch so extrem schwer, das an mir selber zu machen. Aber letztendlich, jetzt wo ich weiß, was ich bin, fällt es mir viel einfacher, darauf zu achten, worauf es ankommt. Ich habe ganz lange gedacht, ich bin ein Herbsttyp. Kommentiert doch mal unten in der Kommentarspalte, was ihr glaubt, was ihr für eine Color Season seid. Und wenn ihr die Tipps angewandt habt, könnt ihr auch kommentieren, was dabei letztendlich rauskam. Fangen wir mit dem Thema an, ob du ein warmer Typ oder ein kühler Typ bist, also warm versus cool. Der Hautton, den du im Spiegel siehst, ist ein Overtone. Das bedeutet, du kannst neutral sein, aber zum Beispiel trotzdem einen kühlen oder einen warmen Unterton haben und auf den Unterton kommt es an. Der Unterton kommt vor allem beim Draping gut raus, das heißt, wenn du dir bunte Stoffe ans Gesicht hältst, reagiert dein Gesicht auf die Farbe. Und somit finden Color-Analysten quasi raus, was für ein Typ man ist. Und genau das werden wir auch zu Hause nachmachen. Man braucht schon ein gewisses Auge dafür. Du musst auf gewisse Dinge achten. Und worauf es dabei ankommt und auf was du achten sollst, erzähle ich dir jetzt. Wenn du das Draping zu Hause nachmachst, mit deinen Klamotten beispielsweise, dann achtest du vor allem auf dein Gesicht. Achte auf deine Kinnpartie, ob sie schön sharp ist oder ob sie irgendwie verwaschen aussieht. Achte auf deine Augenringe, ob die irgendwie mehr zur Geltung kommen oder eher sich zurücknehmen. Wenn du Akne hast oder Pigmentflecken, kannst du darauf achten, ob die eher in den Vordergrund treten oder sich zurücknehmen bei bestimmten Farben. Allgemein, wenn du Rötungen oder so hast und du die richtigen Farben trägst, dann sieht dein Gesicht viel smoother aus. Außerdem kannst du darauf achten, ob deine Augen strahlen und ob einfach allgemein du gesünder im Gesicht aussiehst. Wenn du das Draping selber machst, dann solltest du dich dabei filmen. Das hilft dir einfach im Nachhinein nochmal Unsicherheiten auszuräumen und du kannst dir immer wieder das Video angucken und schauen, okay, wie hat sich mein Gesicht verhalten. Achte beim Filmen unbedingt darauf,
vor allem wenn du mit der iPhone-Kamera filmst, allgemein, egal welche Kamera, dass der Weißabgleich fixiert ist. Weil je nachdem, was für eine Farbe du anziehst, kann es halt sein, dass die Kamera den Weißabgleich und die Temperatur dementsprechend anpasst. Das heißt, wenn du was Warmes anhast, macht die Kamera normalerweise das ganze Bild etwas kühler und das würde einfach dein Gesicht oder die Hautfarbe verfälschen. Das ist ganz wichtig beim Filmen. Am besten du setzt dich einfach vor einen Spiegel, ziehst dir ein weißes T-Shirt an, deine Haare sollten zurückgesteckt sein, komplett in Pferdeschwanz. Oder falls du gefärbte Haare hast, würde ich dir empfehlen, dass du auch ein weißes Tuch über deine Haare legst, weil gefärbte Haare können einfach nochmal mehr ablenken und das Ergebnis verfälschen. Ganz wichtig, eine Farbe ist dann passend, wenn sie harmonisch aussieht. Nicht, wenn die Farbe knallt oder irgendwie im Vordergrund steht. Die Farbe sollte nicht im Vordergrund stehen, du sollst im Vordergrund stehen. Das heißt, wenn du dich im Spiegel betrachtest und du zuerst die Farbe registrierst, ist das höchstwahrscheinlich nicht deine Color Season. Also du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass die Farbe dich zum Strahlen bringt. Dich und dein Gesicht. Also wir achten auf Harmonie, dass alles harmonisch aussieht und dass kein Cut entsteht. Oftmals trägt man irgendwelche Farben und das separiert quasi deinen Hautton von der Farbe. Es sieht einfach komisch aus. Und auf dieses Gefühl musst du achten. Wenn du in den Spiegel guckst und du denkst so, also irgendwas passt nicht, ist es nicht deine Color Season. Und ganz wichtig ist auch, du solltest ungeschminkt sein, weil wenn du geschminkt bist, dann verfälscht es auch die Reaktion deines Untertons und deswegen empfehle ich immer, ungeschminkt zu sein. Also es sollte alles stimmig aussehen und im besten Fall mimen die Farben deine Features. Dazu später mehr. Jede Color Season setzt sich aus 3 Skalen zusammen und zwar Temperatur, Helligkeitsskala und Sättigung. Ich blende euch das mal hier irgendwie ein. Das sind Skalen und je nachdem, wo man sich da bewegt, ergibt es quasi die Color Season. Und beim Draping jetzt werden wir dich einordnen sozusagen auf diesen Skalen, wo du dich da befindest und das macht es einfacher, letztendlich deine Color Season herauszufinden. Die Temperaturskala geht von kühl zu warm, die Helligkeitsskala von hell zu dunkel und die Sättigungsskala geht von sättigend zu gedeckt. Genau, das ist das deutsche Wort. Zu den kühlen Color Seasons gehören der Winter und der Sommer. Zu den warmen Color Seasons gehören der Herbst und der Frühling. Dunkle Color Seasons sind der Herbst und der Winter. Helle Color Seasons sind der Frühling und der Sommer. Und gesättigte Color Seasons sind der Winter und der Frühling. Und gedeckte Color Seasons sind der Sommer und der Herbst. Was bedeutet das jetzt? Schauen wir uns an, wo du dich auf diesen Skalen befindest. Kühl versus warm ist am einfachsten zu bestimmen. Du pickst dir einfach die wärmste Farbe in deinem Kleiderschrank und die kühlste. Normalerweise ist die kühlste Farbe ein Blau und die wärmste Farbe ist ein Orange, weil die beiden Farben sind komplementär. Ich blende euch mal hier mein Farbkreis aus dem Studium ein. Ich hatte damals Farbtheorie im Architekturstudium und Blau und Orange liegen sich gegenüber. Das heißt, Orange ist sehr, sehr warm, enthält sehr viel Rotanteil und Blau ist eben kühl, weil es enthält sehr viel Blauanteil, logischerweise. Diese beiden Farben reichen in den meisten Fällen aus, oder zumindest bei mir hat es funktioniert, um herauszufinden, ob ich kühl oder warm bin. Dieses warme Orange, das können wirklich nur Menschen mit warmem Unterton tragen. Du wirst bei Orange sofort merken, wenn du ein kühler Typ bist, boah nee. Also es passt absolut nicht. Ich blende euch mal hier ein Bild ein oder ein Video. Ich habe noch was Orangenes sogar da. Wenn ihr was Kühles anzieht und ihr habt das Gefühl, okay, die Farbe knallt einfach, aber so vom Ton her passt es einigermaßen, dann seid ihr ein kühler Ton, dann passt einfach nur nicht die Sättigung der Farbe. Falls du jetzt das Gefühl hast, dir passt kühl besser, dann konzentrieren wir uns im nächsten Schritt einfach nur darauf, ob du ein Winter- oder ein Sommertyp bist. Wenn dir die warme Farbe, also das Orange, besser steht, das kann auch so ein warmes Braun sein oder irgendwas Ähnliches, ist ja egal.
Wenn dir das besser steht, dann konzentrieren wir uns im nächsten Schritt auf Herbst und Frühling. Um dich auf der Helligkeitsskala einzustufen, reicht es oftmals aus, wenn du deine Features betrachtest. Hast du einen hohen Kontrast zwischen deinen Features, zum Beispiel dunkle Haare und eine helle Haut, dann bist du eher auf der dunklen Seite, helle Haare hast und einen hellen Hautton und wenig Kontrast zwischen deinen Features ist, dann bist du eher auf der hellen Seite. Parallel dazu suchst du dir einfach eine helle Farbe, eine sehr helle Farbe, entweder ein Weiß oder ein Creme, also rein weiß, wenn du kühl bist, Creme, wenn du warm bist und zum Beispiel braun, wenn du warm bist und schwarz, wenn du kühl bist, dass du einfach einen sehr hohen Kontrast hast und hältst diese Stoffe an dich heran. Wenn dir die hellen Farben besser stehen, weißt du, dass du wahrscheinlich eher ein Sommertyp bist, wenn du einen kühlen Hautunterton hast und ein Frühling bist, wenn du einen warmen Hautunterton hast. Passen dir die dunklen Farben besser, dann bist du bei einem warmen Unterton eher ein Herbst und bei einem kühlen Unterton eher ein Wintertyp. Wenn du dir nicht sicher bist, ob jetzt hell oder dunkel besser passt, probier mal ein Beige oder ein Grau aus, dementsprechend, und guck, wie du damit aussiehst. Dann bist du wahrscheinlich auf der Skala einfach mittendrin. Es geht nicht um die Farbe per se, es geht einfach nur um die Abstufung bei diesem Schritt. Im letzten Schritt geht es jetzt darum, wie du auf knallige Farben reagierst und auf gedeckte Farben. Normalerweise solltest du jetzt ungefähr schon einen Hinweis haben, welche Color Season passen könnte. Die letzte Skala, damit kann man sogar manchmal schon seine Subseason herausfinden. Nochmal als Zusammenfassung: Wenn du warm und dunkel bist, bist du ein Herbsttyp. Wenn du warm und hell bist, bist du ein Frühlingstyp. Wenn du kühl und dunkel bist, bist du ein Wintertyp. Und wenn du kühl und hell bist, bist du ein Sommertyp. Jetzt geht's ums Chroma. Jetzt kommt das Schwierigste, für mich persönlich. Und zwar, bist du strahlend oder bist du gedeckt? Ich konnte das an mir nicht erkennen. Obwohl das jetzt pretty obvious ist, aber damals dachte ich so, keine Ahnung, also irgendwie bin ich mittendrin. Und durch die Verifizierung durch Carol Brady habe ich auch erfahren, ich bin zwar ein True Winter, aber ich gehe eher in die Cool Winter Season, also mit Tendenz zu Cool Winter. Und Cool Winter bedeutet im 16 Seasons Universum, dass das Richtung Sommer geht. Das heißt, die ganz knalligen Farben von True Winter, die stehen mir nicht optimal. Ich soll eher nach den gedeckten Farben gucken. Es kommt halt echt darauf an, was für ein System man benutzt. Ich finde, das 12-Season-System ist einfach übersichtlicher, weil dann nicht noch 4 Subseasons dazukommen. Der letzte Schritt soll dir einfach helfen, ganz sicher zu sein, was für eine übergeordnete Season du hast. Um deine Subseason letztendlich herauszufinden, müssen wir dann gucken, wie deine äußeren Features zu gewichten sind. Also sticht bei dir vor allem der kühle Unterton zum Beispiel heraus oder sticht bei dir vor allem der hohe Kontrast hervor zwischen deinen Features? Oder eben bist du besonders strahlend im Gesicht oder bist du besonders gedeckt? Beim Chroma, also bei der Sättigung, schnappst du dir jetzt 2 Farben. Die erste, also beide Farben sollten schon aus deiner vermeintlichen Color Season sein, wo du denkst, wo du drin bist. Und du schnappst dir eine Farbe, die besonders knallt, also richtig knallig ist, und du besorgst dir eine Farbe, die besonders gedeckt ist. Besonders knallig heißt, da ist keine Grauabstufung drin. Das ist einfach eine richtig knallige Farbe. Ein knalliges Rot oder ein knalliges Pink, je nachdem, was für eine Season du hast. Besonders gedeckte Farben, die haben sehr viel Grauanteil drin. Die wirken verwaschen, die wirken einfach super gedeckt. So, du hast dich jetzt verordnet, auch auf der Sättigungsskala. Und wenn du eher mit gesättigten Farben zurechtkommst, bist du ein Winter- oder ein Frühlingstyp. Wenn du mit gedeckten Farben besser zurechtkommst, bist du ein Sommer- oder ein Herbsttyp. Und um deine Subseason herauszufinden, schauen wir uns jetzt deine Features genauer an und gewichten die. Also wie bereits gesagt, solltest du darauf achten, ob jetzt
dein Hautton besonders hervorsticht oder der Kontrast oder eben ob du strahlend bist oder gedeckt. Ich blende euch alle Skalen jetzt mal ein. Für jede Season. Ich benutze aber das 12er-System, weil sonst wird es zu viel. Deine richtigen Farben spiegeln jetzt quasi deine Features wider. Deshalb soll es ja auch so harmonisch wirken wie möglich. Also wenn du jetzt eine Sub-Season hast und du möchtest dir ganz sicher sein, dass du richtig liegst, dann nimmst du nur Farben aus dieser Sub-Season. Die Farben findest du überall auf Pinterest. Du kannst einfach deine Sub-Season dann eintippen und dann quasi Color Palette suchen und dann kommen die ganzen Farben. Ich weiß, es ist nicht einfach, sich selber auch einzuordnen. Vielleicht machst du das ganze Jahr mit jemandem, der ein gutes Auge für Farben hast. Vielleicht kennst du irgendjemanden. Ich finde, zu zweit macht es immer mehr Spaß. Ich hoffe, du hast irgendeine Idee davon bekommen, zu welcher Subseason du gehören könntest. Sei bitte nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Dafür gibt es ja eigentlich Personal, also diese Analysten, die lernen das, die machen das seit Jahren und das ist deren Job, das herauszufinden. Sonst wird es ja jeder einfach zu Hause machen. Aber ja, sei einfach nicht enttäuscht. Seine Farben zu kennen, ja, nice to have, aber wenn du sie nicht kennst, davon geht auch nicht die Welt unter. Du kannst trotzdem gut aussehen, auch in anderen Farben. Doesn't matter. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und falls du auf Color Theory stehst, abonniere gerne meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, deine Patti. Ciao. Achso, was ich euch noch sagen wollte, ganz wichtig. Nur weil ihr blass aussieht, heißt das nicht, dass das nicht eure Farben sind. Blass aussehen ist eigentlich ganz schön. Also lasst euch nichts einreden.